Wenn ich mit Unternehmen spreche, höre ich eigentlich mittlerweile, dass es hauptsächlich um die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit geht. Und da gibt es viele Ansatzpunkte. Über die letzten Jahrzehnte haben wir viel in der Produktion rausgeholt, vielen logistischen Prozessen. Aber heute wollen wir uns mal das Engineering etwas näher anschauen und wie wir vor allem dort noch Effizienzen heben können und welche es dort zu heben gibt. Also freut euch auf eine neue Folge meines Tech Talks. Ich bin Roman Dumitrescu. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Tech Talks. Vielleicht dem einen oder anderen aufmerksamen Follower unseres Kanals ist aufgefallen, dass es tatsächlich jetzt schon länger keinen Tech Talk gab. Müsste jetzt über einen Monat sein. Der Grund ist relativ einfach, hat man vielleicht auch schon mitbekommen. Ich bin nochmal Vater geworden und hatte in den letzten Wochen noch ein paar andere Termine als Videoaufnahmen. Aber ich bin froh, es kann wieder losgehen. Und wie ihr seht, in einem etwas neueren, anderen Setting. Wir sind ja ganze, ich glaube, 5,5 Meter weitergezogen in unserem Studio und haben ein etwas verdichteres Format heute. Und ich freue mich tatsächlich, dass wir zur ersten Aufnahme mit dir heute ins Gespräch kommen. Christian Köpek ist bei uns Abteilungsleiter am Fraunhofer Institut und Experte, wenn es um die Effizienzsteigerung im Engineering geht. Und genau darüber wollen wir heute gemeinsam sprechen. Herzlich willkommen, Christian. Vielen Dank, Roman, für die Einladung. Natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Nachwuchs und freue mich sehr, dass ich hier heute zum Thema Engineering Efficiency mit dir sprechen kann und das und auch vor allem vor dem Hintergrund des neuen Formats. Ja, sehr gerne. Und ich kenne natürlich das Thema Effizienz aus den letzten Nächten bei mir zu Hause auch, aber wir wollen ja vor allem über das Thema Effizienzsteigerung bei den Unternehmen sprechen. Und das ist tatsächlich ein Riesenthema. Ich höre das an jeder Ecke eigentlich bei den Unternehmen. Es geht um die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und dann geht es natürlich zwangsläufig auch darum, die Effizienz des Unternehmens zu erhöhen, um eben auch wettbewerbsfähig zu sein und eben nicht nur alles vielleicht über potenzielle, die vielleicht sogar ausbleibende Innovationen zu gehen, sondern auch zu gucken, wie man das, was man schon macht, einfach ein bisschen besser macht. Und über viele Themen wurden in den letzten Jahrzehnten gesprochen, aber über ein Thema, finde ich zumindest, hat man zu wenig gesprochen, nämlich über die Effizienzsteigerung im Engineering. Das ist genau dein Thema. Aber was sind so typische Fragestellungen oder was ist die Motivation auch der Unternehmen, tatsächlich da so jetzt aktuell da einzusteigen? Ja. Also zunächst einmal hast du es genau richtig wiedergegeben und das ist auch meine Wahrnehmung, wenn ich mit Partnern aus der Industrie spreche. Engineering generell ist ja ein enormer Wertschöpfungstreiber in Deutschland. Der gesamte Wohlstand basiert letztendlich darauf, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten gute, innovative Produkte am Markt haben, die wettbewerbsfähig waren. Und meine Wahrnehmung ist, dass gerade in den letzten Monaten, Jahren diese Wettbewerbsfähigkeit und etwas in Frage gestellt wird und aufgeholt wird durch andere Player, insbesondere aus dem asiatischen, chinesischen Raum. Gleichzeitig also auch richtig die Wahrnehmung, dass natürlich in der Produktion da in den letzten Jahren auch schon viel gemacht wurde, beispielsweise dadurch, dass man Produktion ja in osteuropäische oder auch außereuropäische Länder verlagert hat. Ich persönlich bin aber der Überzeugung, dass wir gerade an diesem Wertschöpfungstreiber des Engineerings festhalten müssen und den nach wie vor in Deutschland halten müssen, um eben auch zukunftsfähig zu sein und auch zukünftig die Wertschöpfung hier zu haben. Und das ist genau das, was auch durch die Unternehmen so wiedergespiegelt wird. Parallel dazu, und das hatte mich dann Ende des letzten Jahres sehr gefreut, habe ich eine Studie gesehen von einer Unternehmensberatung, die ja jährlich mehrere C-Level-Manager gefragt, über 1000 Stück, und nach ihren strategischen Aktivitäten befragt oder Prioritäten befragt. Und die Top 3 waren da sehr spannend. Und zwar Top 1 war das Thema der Kost- und Profitoptimierung. Das Top 2 Thema war die digitale Transformation. Und Top 3, und da kommen wir dann spätestens jetzt ins Engineering, auch Innovation und Forschung und Entwicklung. Ja. Und sehr vereinfacht gesagt sind das die Summe aus diesen 3 Themen, das, was ich persönlich auch mit Engineering Efficiency verbinde. Also Technologien, digitale Technologien einzusetzen, um Innovationen zu beschleunigen und gleichzeitig dabei auch kosteffizient zu sein. Vielleicht eine Randbemerkung noch dazu. Diese Studie gibt es Jahr für Jahr und im Jahr 2021, 2022 war auch noch ein Thema wie Nachhaltigkeit beispielsweise ganz oben. Du kannst dich daran erinnern, die Studie hatten wir diskutiert. Das Thema ist jetzt in den letzten Jahren tatsächlich deutlich depriorisiert worden und ist aus den Top 10 geflogen. Ich persönlich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass auch Nachhaltigkeit hier ein wichtiger Faktor ist, aber offensichtlich, gerade wenn es um kurzfristige Zielsetzung auch des Managements geht, dann sprechen wir eben davon, Produkte
schnell, kosteneffizienter zu machen und damit wettbewerbsfähig zu sein. Ja, ja, absolut. Ich meine, über das Thema Nachhaltigkeit, ich glaube nicht, dass das wegpriorisiert worden ist, aber natürlich ist es gerade offensichtlich nicht so im Fokus wie vielleicht andere Punkte. Und wir haben das gesagt, ich sehe das genauso. Stichwort China Speed kommt ja dann immer wieder. Es geht tatsächlich auch um Geschwindigkeit im Markt, um einfach auch im Bereich Innovation nicht vom Markt zu verschwinden im schlimmsten Fall. Weil dann würde ja die gesamte Wertschöpfungskette, und deswegen bin ich auch ein großer Vertreter, im Engineering fängt ja die Wertschöpfungskette irgendwo ja an, die würde dann tatsächlich dann irgendwo, ich will nicht sagen verschwinden, aber sie würde dann vielleicht immer kleiner werden und das will man definitiv nicht. China Speed das eine, Geschwindigkeit, neue Innovation, das hängt ja alles irgendwo miteinander. Was sind so die größten Wünsche, die vielleicht Kunden, Partner, mit denen du im Gespräch bist, vielleicht zu Beginn, vielleicht auch ein bisschen so erstmal so, ich will nicht sagen als naive, aber so als eine einfache erste Anforderung oder Erwartungshaltung dir gegenüber so äußern? Ja, wie gesagt, wenn ich von dem Thema Engineering Efficiency spreche, das ist jetzt kein neues Thema, aber ich glaube, die Mittel und Maßnahmen, die wir haben, die sind durchaus neu. Die Zielsetzung ist aber nach wie vor dieselbe. Es geht um Qualität, es geht um Kosten, es geht um Zeit, China Speed. Tatsächlich haben sich die deutschen Unternehmen ja mit dem Thema Qualität in der Vergangenheit nicht so wirklich schwer getan und das ist auch nach wie vor noch auf einem hohen Niveau. Also mal ganz vereinfacht Haken dran. Bei den anderen Dimensionen, wenn es jetzt um Kosten und Zeit geht, da sieht das schon ein bisschen anders aus, weil das sind ja letztendlich Schlüsselparameter oder Zielsetzungen im Engineering, die sich in den letzten 2 bis 3 Jahren im Branchendurchschnitt genau in die falschen Richtungen entwickelt haben. 3/4 der Unternehmen sagen, dass sie mit gesteigerten Kosten im Engineering zu tun haben. Über die Hälfte hat auch tatsächlich höhere Entwicklungszeiten, also Time to Market, zu beklagen. Und das sollte natürlich genau andersrum sein, ne? Dass die Zeiten oder die Kosten entsprechend verringert werden. Und das ist nicht der Fall. Insofern sind da die Alarmzeichen definitiv an. Die Zielsetzung, die die meisten Unternehmen haben, ist dort eine deutliche Reduktion in diesen beiden Dimensionen dann anzuvisieren. Wir sprechen davon 10%, sowohl Kosten- als auch Zeiteinsparnis. Wobei das ein Branchendurchschnitt ist. Wenn man jetzt sich beispielsweise die Automotive-Industrie nochmal dedizierter anschaut, dann sehen wir, dass man da mit 10% auch nicht unbedingt mehr hinkommt, weil wenn wir einen chinesischen OEM beispielsweise mit einem deutschen oder einem westlichen OEM vergleichen, dann sehen wir, dass die Chinesen in der Lage sind, zwischen 20 und 30 Monate für einen Produktentstehungsprozess 20 bis 30 Monaten durchzuführen. Das entspricht 2 Jahren im Schnitt. Ja. Deutsche hingegen 40 bis 50 Monate, das entspricht 4 Jahre im Schnitt. Also da sind wir nämlich nicht um Faktor 10% drunter, sondern doppelt so hoch. Und wenn man da sogar auch noch mal reinguckt, dann ist es insbesondere sind es die Phasen im Engineering der Produktvalidierung beispielsweise, also des Testings, wo Chinesen einen enormen Vorteil haben, Faktor 3, einfach dadurch, dass sie virtuelle, digitale Methoden nutzen, wo dann in Deutschland oder in den westlichen Ländern noch physische Prototypen genutzt werden, um Tests durchzuführen. Und genau das sind dann nachher die Treiber, mit denen sich die deutschen Unternehmen derzeit schwer tun. Ja. Und dann lass uns vielleicht erstmal über die technischen Themen sprechen, weil es ist ja nicht nur ein technisches Thema am Ende des Tages, wenn man Effizienz gewinnen möchte und Geschwindigkeit gewinnen möchte, aber du hast es schon angesprochen, Validierung. Das ist ja im Prinzip eine Konsequenz aus der Digitalisierung, dass man das schnell ist. Natürlich auch der Traum, gerade der Automobilisten, eine möglichst virtuelle Homologation vielleicht am Ende des Tages zu erreichen. Das sind auch die Chinesen noch ein Stückchen weit davon entfernt. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber da gibt es Unterschiede. Ich nehme das so wahr, dass tatsächlich beim chinesischen OEM, ich gebe da ein paar Einblicke, kriegen wir ja auch, da einfach, ich sage jetzt mal, ein bisschen forscher an die Sache rangeht und sich mehr traut. Gerade auch was die Unterstützung durch AI angeht, also durch KI-basierte Systeme. Ich will nicht sagen, damit vertraut man dann blind, das nehme ich auch nicht wahr, aber ich habe schon mal KI-basierte Anforderungslisten gesehen und nicht bei dem deutschen OEM. So. Was glaubst du, sind tatsächlich so technische Treiber? Ist es das Thema KI, was tatsächlich jetzt der Hebel ist, vielleicht bei neuen Playern, die in den Engineering-Markt stärker einsteigen? Also Engineering meine ich Automotive, Maschinenanlagenbau, die klassischen Disziplinen. Und wir deutschen Unternehmen sind da so zögerlich? Oder ist es auch eine Chance für die deutschen Unternehmen? Wie schätzt du das technisch ein? Ja. Also natürlich kommen wir in den aktuellen Zeiten nicht darum herum, über KI zu sprechen. Und das ist meiner Wahrnehmung nach auch ein wesentlicher Treiber. Ist nicht der ausschließliche, aber ein wesentlicher Treiber. Wenn wir über das Thema Testing sprechen, dann durch hybride Tests oder durch virtuelle Tests. Es geht nicht darum, das gesamte Produkt virtuell zu testen. Das ist natürlich auch irgendwo so ein Visionsbild, aber es geht darum, Teilfunktionen abzusichern und damit einfach erheblich Zeit zu sparen, indem man eben vielleicht nicht 3 Prototypen braucht, die man testet, sondern vielleicht nachher nur noch einen.
Und da kann natürlich KI schon erheblich unterstützen, indem beispielsweise einige Tests oder eine Vorkalibrierung vorgenommen wird von Testständen und da einfach eine Absicherung im virtuellen, im digitalen Raum vorab stattfindet. Ja. Und das Spannende ist vielleicht, der Bob Sternfeld, das ist ein Manager von McKinsey, der hat es ganz gut zusammengefasst, Speed matters. Und das Spannende ist, dass die Unternehmen, die schnelleren Unternehmen, insbesondere auch auf das Testing auch bezogen, die schnelleren Unternehmen outperformen die langsamen Unternehmen. Und jetzt kommt es, obwohl sie vielleicht auch mehr Fehler machen dabei. Okay. Und ich glaube, das ist glaube ich, ein Paradigmawechsel, insbesondere für deutsche Ingenieure, wo natürlich die Qualität natürlich immer noch an erster Stelle steht, aber sich wirklich die Frage zu stellen als Unternehmen und zu sagen und zu interpretieren, was bedeutet das jetzt für mich und wo kann ich Geschwindigkeit vielleicht auch an der einen Stelle nochmal, ich will nicht sagen zu lasten, das ist vielleicht das falsche Wort, aber wo kann ich einen sauberen Trade-off fahren zwischen wie viel Qualität ist wirklich notwendig gegenüber dem Kunden und wie viel Geschwindigkeit kann ich im Gegenzug aber gewinnen. Ja, ich kann dem total was abgewinnen. Immer wieder eine Diskussion, was Qualität hat, ja zu welchem Zeitpunkt Qualität. Also die Qualität muss meiner Meinung nach immer uneingeschränkt top sein, wenn sie beim Kunden ankommt. Und vorher ist man, also ich muss es nicht in der höchsten Qualitätsstufe haben für meinen Kollegen. Ne? Wenn ich sagen kann, guck mal, hier habe ich Abstriche gemacht, dafür kriegst du es aber eine Woche oder 2 Wochen früher, dann sollte das in Ordnung sein und das ist dann ein Prozessthema am Ende des Tages. Ich finde das sehr schön, dass du das auch, mir ging jetzt gleich im Kopf, dass du es gesagt hast, ist über besonders Effizienz oder sind die Unternehmen, die vielleicht schneller sind und vielleicht dann tatsächlich auch mehr Fehler haben. Aber die Schnelligkeit das eigentlich wegmachen, so Survival of the quickest und nicht of the fittest dann in dem Fall. Also das ist extrem gut. Und wir machen das ja auch. Jetzt können wir nicht über viele Kunden sprechen. Über einen Kunden können wir sprechen, weil er selber hier bei uns auch schon mal einen Vortrag gehalten hat. Das ist Rolls-Royce, wo wir bestimmte Themen ja auch machen, ohne jetzt ins Detail reinzugehen. Aber dort spielen ja auch solche Themen stark mit rein. Bist du ja auch unterwegs. Genau. Definitiv. Bei Rolls-Royce haben wir ja die gute Gelegenheit, uns das Engineering wirklich komplett anzuschauen, also vom Produktmanagement ausgehend über das Requirements Management, Design und Simulation bis hin zum Testing und der Industrialisierung. Und an allen Stellen kann ich diese Beispiele geben. Und natürlich ist das auch kein Geheimnis, dass natürlich auch das Thema virtuelles Testing da diskutiert wird. So, ne? Ja. Ist kein Geheimnis. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo man eben auch schneller und auch kostengünstiger werden kann. Beispielsweise bei dem Thema Wettbewerbsanalyse. Also sehr am Anfang des Vs, um zu schauen, was sind eigentlich die Anforderungen an mein Produkt, wo möchte ich es positionieren im Markt. Und wir haben dort beispielsweise einen Prototypen aufgebaut mit einem anderen Unternehmen in dem Fall, wo es darum ging, Wettbewerber oder Produktfeatures zu screenen. Und das, was damals ein Produktmanager gemacht hat im Rahmen eines gesamten Arbeitstages, also 8 Stunden, kann mittlerweile ein KI-Programm innerhalb von 1 Stunde inklusive Review der Ergebnisse leisten und da sind wir 80% schneller und das Tolle dabei ist sogar noch, dass die Ergebnisqualität der Suche tatsächlich noch besser ist und das ist natürlich ein eindeutiger Faktor, was jetzt einfach nur ein ganz kleiner Baustein in diesem gesamten V ist, aber wenn wir ganz viele von diesen Bausteinen finden, dann bin ich überzeugt, dass wir dann auch diese Engineering Efficiency von vorne bis hinten erreichen können. Und die findet man mit KI, auch ohne KI, aber es gibt, also ich glaube, den meisten Leuten ist auch der Umfang eines Produktentstehungsprozesses, also Produktentstehungsprozess ist an sich schon irgendwie so ein sperriger Titel. Als Student kann man damit, finde ich immer, will nicht anfangen, man kennt so einen Entwicklungsprozess, aber zu verstehen, dass ja eine Produktidee erstmal irgendwo herkommen muss. Sie muss ja auch valide entwickelt werden und entstehen und dann spezifiziert werden, detailliert werden, ausgearbeitet werden und ganz am Ende wird dann das Produkt produziert. Also ist doch ein relativ komplexer Prozess und da gibt es so viele Potenziale, rein technisch und rein prozessural, dass das tatsächlich eine super spannende Aufgabe ist. Man muss das ja auch unterschiedlichen Dimensionen betrachten. Also natürlich rein von der Zeit her, wenn ich jetzt Time to Market sparen möchte, dann ist das vielleicht nachher nur ein kleiner Teil. Aber wie du richtig gesagt hast, es fängt ja mit der richtigen Idee auch an. Und wenn ich also in diesem Schritt der sauberen Platzierung meines Produktes im Wettbewerbsumfeld, wenn ich an der Stelle schon Fehler mache, dann Faktor 10 wird sich das in den einzelnen Stufen des Entwicklungsprozesses, dann wird es nur noch teurer werden. Und am Ende des Tages habe ich im Worst Case ein Produkt entwickelt, was keiner haben möchte. Also deswegen, es ist nicht nur die Zeit einsparen, sondern auch die Auswirkungen. Die Auswirkungen dann damit mit den Ergebnissen einhergehen. Jeder Student wird dann mit der Rule of 10 konfrontiert. Ich weiß gar nicht, ob die jeweils so richtig bewiesen worden ist. Also mit jedem Meilenstein, der natürlich jetzt gar nicht theoretisch abbildbar ist, weil jedes Unternehmen hat unterschiedliche Meilensteindefinitionen, aber sagen wir mal, mit jeder weiteren Entwicklungsphase erhöhen sich die Entwicklungskosten
Kosten bei Fehlern dann um Faktor 10, also die Auswirkungskosten um Faktor 10. Kennt irgendwie jeder Student. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo die wirklich mal hart nachgewiesen worden sind, aber es stimmt natürlich. Ne? Die Auswirkungen von Entscheidungen, die früh falsch getroffen worden sind, sind natürlich in der Regel dann katastrophaler, als wenn sie etwas später sind und auch vor allem nicht mehr so leicht zu korrigieren. Dann bringt mir nachher auch die Geschwindigkeit der Markt nicht, wenn es nachher mir das Produkt keiner mehr drauf nimmt. Absolut. Jetzt haben wir festgehalten, jetzt hast du gesagt, ja gut, eigentlich im gesamten Produktlebenszyklus ist ja der Entwicklungsprozess ja trotzdem noch ein kleinerer Teil. Nichtsdestotrotz, lass uns mal reinschauen, sind dort Effizienzen zu heben, die ich finde in der Vergangenheit nicht gehoben worden sind. Ich sage mal, meist aus einem ganz naheliegenden Grund, ein Entwicklungsprozess für ein Produkt, das laufe ich in der Regel einmalig durch. Und wenn jeder hat, also jetzt wir und viele andere, die hier sicherlich zuhören, haben schon mal Entwicklungsprozesse, die gut liefen und vor allem, die nicht gut liefen oder wo halt Sachen nicht so optimal liefen. Dann wird das mal dokumentiert, was nicht so gut lief und dann nimmt man sich das so gefühlt, wir nehmen uns das vor, beim nächsten Mal machen wir was besser und gefühlt wiederholen sich aber solche Themen immer wieder. Und das sind die Momente, die sehr ärgerlich sind. Ne? Die fallen jedem auf. Das würde zum Beispiel in anderen Phasen selten passieren in der Produktion. Wenn du merkst, es gibt einen Prozess, der nicht sauber läuft, dann wird er korrigiert und dann läuft er durch, weil die Produktion natürlich ständig durchlaufen wird. Und beim Entwicklungsprozess ist es angenehm zu sagen, gut, Hauptsache das Produkt ist erfolgreich und so ein bisschen wird vernachlässigt die Frage, war der Prozess denn wirklich gut? Ganz klar, ein guter Prozess und ein unerfolgreiches Produkt bringt dir halt natürlich auch überhaupt nichts. Aber für mich erklärt das immer so, warum man da vielleicht auch noch nicht so das Augenmerk drauf hatte. Aber jetzt kommt ja offensichtlich die Phase, wo man reinguckt und wir merken, es ist dann doch nicht nur ein technisches Thema, was mit KI zu lösen ist, sondern es ist auch ein transformatorisches Thema. Wie sind so deine Erfahrungen und ich sage jetzt mal auch so, vielleicht auch Widerstände, ist es ein ganzer Change vielleicht damit verbunden und gerade Entwicklerinnen und Entwickler, so wie wir ja auch mal welche sind oder waren, aber wenn wir mal was so tun, dann tun wir es eigentlich immer so, ne? Und das ist gar nicht so einfach. Ja, du sprichst ein ganz wichtiges Thema an. Also wir sprachen viel von KI, aber das sind natürlich bei weitem keine reinen IT-Projekte, von denen wir sprechen, sondern das sind Transformationsprojekte. Wir am Fraunhofer, wir unterscheiden da immer so in mehreren, ich sag mal, Transformationsebenen, die es gilt gleichermaßen zu bespielen und zu berücksichtigen. Das fängt irgendwo mit dem Produkt natürlich an, Produktarchitektur, wie ist das aufgebaut, das geht über die Prozesslandschaft, entwickle ich in 2 oder 3 Jahren ebenso noch nach den Prozessen, wie sie heute sind, nach dem V-Modell oder sieht das V-Modell vielleicht auch anders aus. Das geht weiter über die Aufbauorganisation, die Rollen und die Teams, die ich habe, bis hin dann nachher auch zu den IT-Systemen. Also ja, IT ist ein Bestandteil, aber es ist eben nachher nur eine Ebene zwischen mehreren und die müssen natürlich gleichermaßen und ganzheitlich betrachtet werden. Und das ist zumindest meiner Wahrnehmung nach der Fehler oder die Herausforderung, woran es scheitert, weil die Technologie ist in der Regel da. Und selbst die Technologie wie KI, selbst die ist da. Die ist Open Source, die kann man sich herunterladen. Aber dann stellt sich die Frage, warum ist die Adoptionsrate von solchen Technologien aber nicht so hoch? Und dann scheitert es eben genau an den anderen Ebenen, die ich eben genannt habe, das ganzheitlich zu betrachten. Und die Widerstände sind natürlich genau die du gesagt hast. Ingenieure sind gut da drin, Dinge zu tun, die sie gelernt haben im Studium. Aber diese Engineering-Paradigma, wie ich eben auch schon gesagt habe, die ändern sich. Und natürlich muss auch eine Organisation in der Lage sein, sozusagen sich da anzupassen und dann vielleicht auch den Prozess in Kombination mit den neuen Tools, die zur Verfügung stehen, dann auch zu ändern. Und ja, es scheitert dann mehr an der Organisation und an der Transformation, weniger an der Technologie dahinter, die ja existiert. Lass uns mal auf ein, ich würde schon sagen, unangenehmes Thema zu sprechen kommen, nämlich tatsächlich auf die Ressource Mensch, die mit reinspielt. Also das ist jetzt kein Geheimnis. Wir sehen das, ich glaube, Volkswagen hat jetzt neulich angekündigt, 50.000 Stellen abzubauen. Bosch hatte das neulich irgendwie im letzten Jahr 13.000 Stellen. Es geht die Angst umher. Die Liste ist lang und offensichtlich sind auch Bedarfe. Und das, was ich auch mal höre, ist natürlich, und wir sehen das ja gerade jetzt durch KI, gerade in der Softwareentwicklung, dass wir, und das kann man jetzt definitiv schon nachweisen, erfolgreichere Teams deutlich kleiner werden. Also wo wir früher in der Softwareentwicklung 8 bis 10 Leute als Teamgröße hatten, da sind wir schon in den letzten Jahren so ein bisschen auf 6 bis 8 eher runter und jetzt geht es ja eher auf 2 bis 3. Da stellt sich die Frage, wie ist das in der gesamten im gesamten Entwicklungsmetier so, dass die Größen einfach kleiner werden. Und es gibt ja auch so viele, die sagen, um ein Auto zu entwickeln, brauchst du nicht mehr 500.000 Mitarbeiter, sondern eher an die 500. So, und das mag jetzt sehr überspitzt klingen, und kommt jetzt auch nicht von mir, sondern von jemandem, der im Automobilbranche unterwegs ist und mir das letztlich auch mal so versucht zu erklären aus seiner Sicht. Aber ich finde schon, wir kommen hier letztlich auch, wenn es um Effizienzen geht, auch an das Thema ran. Also ich will nicht sagen, wenn der Christian kommt, müssen alle Angst haben, dass sie ihren Job verlieren. Aber es ist eine Transformation, die dort offensichtlich stattfinden muss. Und
Und es muss auch klar sein, warum ein Ingenieur in Deutschland eine Daseinsberechtigung hat im Vergleich zu einem in Indien, China oder dergleichen, wo er zum Teil halt eben nur ein Drittel des Preises kostet oder die Kosten dort entstehen. Und das sind ja Fragen, die sind legitim aus Unternehmenssicht zu stellen, weil es geht ja auch um das Überleben des Unternehmens und um die Wettbewerbsfähigkeit. Und die Frage ist auch wichtig für jeden einzelnen Ingenieur, finde ich, zu wissen, okay, was kann ich denn tun, damit das aber noch einen Mehrwert hat? Und wo sind diese Mehrwerte dann am Ende des Tages? Wie beginnst du dem Thema? Ja, also hättest du mir die Frage vor 2 oder 3 Jahren gestellt, dann hätte ich anders geantwortet als jetzt. Vor 2 oder 3 Jahren gab es natürlich den Arbeitnehmermarkt und da geht es natürlich vor allem um die Frage, kann ich überhaupt die Leute für mich gewinnen, um einfach meine Ergebnisse, meine Entwicklungsleistung überhaupt stemmen zu können. Mittlerweile ist es eher ein Arbeitgebermarkt, wahrscheinlich der letzte Arbeitgebermarkt, in dem wir uns befinden. Spätestens dann, wenn die Babyboomer dann irgendwann rausgehen. Und insofern stellt sich schon die Frage, und das ist halt dann auch Wettbewerbsfähigkeit, wie kann ich meine Leistung aufrechterhalten als Unternehmen, um zu demselben Output oder vielleicht sogar noch zu einem besseren Output zu kommen. Und ja, da ist zweifelsohne natürlich das Thema der Effizienzsteigerung, der Produktivitätssteigerung ein ganz großes. Weniger aus einer reinen Rationalisierungssicht. Das sind im Moment so ein bisschen diese Schlagzeilen, die das überlagern, das Thema. Aber mittel- oder langfristig einfach, um die Leistung noch erbringen zu können, die ich auch in den letzten Jahrzehnten erbracht habe, mit einem entsprechenden Output und den Ergebnissen, die hinterher. Ja, und ich glaube, der wichtigste Tipp ist einfach, dass man tatsächlich dann technologisch und methodisch natürlich auf dem State of the Art bleibt und da mitwächst. Und das ist, glaube ich, dann die persönliche Transformation, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Und ich sage das auch am Ende des Tages, es sollte der Anspruch sein, eines Ingenieurs an einem Hochlohnstandort natürlich abgefahrene Dinge zu machen. Und ich sage jetzt nicht, die 100-Millionste Anpassungskonstruktion zu machen. Das, glaube ich, kann nicht die Zukunft sein. Ich will nicht sagen, weil die durch KI gelöst wird, aber ich glaube einfach vom Kostendruck wird das nicht so funktionieren. Muss auch noch anekdotisch an der Stelle jetzt hier werden. Jetzt habe ich ja mein 3. Kind bekommen, wie ich anfangs gesagt habe. Und tatsächlich daran kann ich den demografischen Wandel auch relativ kenntlich machen. Unser erstes Kind, das ist vor über 10 Jahren geboren worden. Da war ich froh, dass eine Hebamme noch bei der Geburt dabei war. Es war so überfüllt, ne? Also praktisch die Kreise. Wir sind, ich glaube, eine halbe Stunde vor der Entbindung, der wirklichen Entbindung, überhaupt in den Kreißsaal konnten wir gehen, weil es so überfüllt war. Und gefühlt hat uns auch in den 2 Tagen, in denen wir im Krankenhaus waren, kein Mensch wirklich sich um uns kümmern können, weil es war wirklich so. Und jetzt hatte ich jetzt ja eben die letzte Geburt, das war komplett anders. Ne? Also wir hatten ständig eine Hebamme bei uns. Also es war wenig los. Und dann hatte ich unsere persönliche Nachsorgehebamme gefragt und hat sie gemeint, ja, sieht man ja auch an den demografischen Daten, weil jetzt diejenigen, die jetzt typischerweise Kinder bekommen, etwas jünger sind als wir. Und das waren dann wieder geburtsgangsschwache Jahre. Und da kommen jetzt noch erstmal einige auf uns. Das heißt, die Geburtenraten gehen tatsächlich zurück gerade. Also und deswegen müssen wir jetzt hier nicht Angst und Schrecken verbreiten, aber es ist natürlich ein wichtiger Faktor und jeder sollte das auch wissen. Und ich glaube auch, dass die wirklich betriebsbedingten Kündigungen ja eher gering werden in den Bereichen und schon gar nicht, wenn wir da waren, weil wir versuchen ja positiv die Leute mitzunehmen. Und da kommen wir vielleicht zu einem wesentlichen Punkt, wie gehst du eigentlich vor bei dem ganzen Thema? Ja. Also wichtig ist, Engineering Efficiency ist natürlich kein Thema, nur weil wir einfach Engineering Efficiency machen wollen, sondern weil wir wirklich die Ziele, die ich eben gesagt hatte, sei es Qualität, sei es Time to Market, aber sei es auch Kosten reduzieren wollen. Und natürlich bietet sich da an, zunächst einmal so eine, Potenzialanalyse über alle Prozessbereiche und Entwicklungsbereiche zu machen, um zu sehen, wo liegen eigentlich meine Hebel und die Hotspots, weil an Ideen scheitert es ja nicht. Ne? Ja. Also wir haben die Liste an Ideen, die ist groß, es gibt auch viele Prototypen, aber welche der Ideen und welche der Prototypen zahlen jetzt auch wirklich auf dieses Ziel Time-to-Market-Reduktion und Kostenreduktion ein. Und da trennt sich dann die Spreu von Weizen, weil das sind dann wirklich nachher nur wenige ausgewählte relevante Maßnahmen, die wirklich den höchsten Hebel haben. Und natürlich bietet es sich an, genau dort erstmal anzusetzen, weil wir haben ja auch alle immer nur begrenzte Ressourcen, Transformationsressourcen. Und, aber diese Hebel zu identifizieren, eben über so ein ganzheitliches Assessment, ist aus meiner Sicht erstmal der richtige Schritt, um mit dem Thema zu beginnen und dann peu à peu natürlich nachzuziehen. Das heißt, wenn ich die erste Maßnahme dann implementiert habe und vielleicht irgendwie schon mal einen der größten Hebel adressiert habe, dann natürlich zu schauen, okay, was ist denn das auf der Liste auf Platz 4 oder 5, was da steht und dann nachzuziehen. Weil ich glaube, da muss man auch vorwarnen,
Nur weil die Liste lang ist und weil alle Fachbereiche sagen, dass mein Thema ja jetzt eines der wichtigsten ist, heißt es nicht, dass es vielleicht auch für die Organisation am wichtigsten ist. Und nochmal, die Transformationsressourcen, die zur Verfügung stehen, die sind begrenzt und deswegen eben das Step by Step zu gehen und sich da eben nicht zu verzetteln. Ja. Ihr habt ja auch ein paar kleine spannende Konstrukte euch aufgebaut, weil ihr auch versucht, systematisch die Capabilities zu erheben und wo die Effizienzen sind. Vielleicht kannst du 1, 2 kurze Einblicke geben, was ist so typischerweise, was kommt noch für Unternehmen zu, wenn ihr da vorbeikommt? Außer, dass ihr systematisch vorgeht, aber was wird so typischerweise erhoben und was kriege ich schwarz auf weiß? Ja. Also was wir typischerweise machen, ist uns den Entwicklungsprozess anhand von ganz konkreten Projekten anzugucken, Entwicklungsprojekten, idealerweise von Produkten, die ein bisschen anders gelagert sind, vielleicht Commodity-Produkte oder auch Plattformprodukte, sodass wir einen Einblick in unterschiedliche Prozesse da erstmal bekommen. Und dann das Ganze eben so ein bisschen zu systematisieren. Das liegt ja auch in der Natur eines Forschers, das Ganze zu systematisieren und eben auf Capabilities runterzubrechen. Capabilities entlang des V-Modells, also was sind Fähigkeiten im Unternehmen, die ich entlang des V-Modells habe, die ich auch auf Basis der Produkte, die ich jetzt entwickle, nachweisen kann, Schrägstrich Capabilities, die ich in Zukunft aufbauen möchte, weil sie eben für das Thema Entwicklungszeiten oder Kostenreduktion maßgeblich sind. So habe ich dann nachher ein Bild oder letztendlich ein Stück weit ein Modell, wenn man so will, über den gesamten Entwicklungsprozess und weiß eben genau, wo meine Hebel sind, wo meine Capabilities sind, die ich derzeit erfülle, aber auch Capabilities, die ich jetzt in Zukunft stark priorisieren möchte und verbessern möchte, um zu meinem Efficiency-Ziel zu kommen. Ja. Vielleicht zum Abschluss, was sind so, wo du sagen würdest, die 3 wichtigsten Capabilities momentan für Unternehmen, um erfolgreich in Deutschland, Europa zu ingenieren? Die erfolgreichsten Capabilities, ich glaube, es fängt eben tatsächlich mit dem Produktmanagement an. Also erstmal überhaupt das richtige Produkt zu haben und die richtigen Erkenntnisse aus dem Markt oder aus den Analysen zu ziehen, um sie dann in Produkte und Requirements zu übersetzen. Und dann ganz klar das Thema Validierung, Testing, weil ich hatte es ja eben gesagt, im Vergleich zu chinesischen OEMs, ich will das jetzt nicht nur auf die Automotive-Branche übertragen, aber das gilt auch für andere Branchen sehr ähnlich. Da sprechen wir eben nicht von dem Faktor 2, sondern Faktor 3. Also deutsche, westliche Unternehmen sind dort 3-mal so lang und ich glaube nicht, das ist meine persönliche Überzeugung, dass wir uns das mittel- und langfristig erlauben können, dort hinterher zu sein und deswegen schon diese Capabilities aufzubauen und insbesondere eben aufzubauen mithilfe der Unterstützung von digitalen Tools. Super. Vielen Dank, Christian. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin, weil das ja vor allem im Interesse der deutschen Wirtschaft ist, bei dem Thema Engineering Efficiency voranzukommen. Das ist ja nichts, was wir jetzt nur aus Eigennutzen machen, sondern tatsächlich auch aus Überzeugung, weil wenn wir in Deutschland nicht mehr ingenieren, was macht dann ein Forschungsinstitut, der Schwerpunkt Engineering ist, noch hier? Also das muss man sich auch hinterfragen. Also von daher passt die Sache da eigentlich ganz gut zusammen. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an den Einblicken. Wenn euch das Thema Engineering Efficiency, Engineering Transformation interessiert, wenn ihr darüber weiter diskutieren wollt, klar, schreibt hier in die Kommentare rein. Wir haben auch das Profil von Christian hier auf LinkedIn mit verlinkt. Geht auf ihn zu, könnt auch gerne euch bei mir melden und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Tech Talk mit mir. Ciao.